Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Courage Skyline Talk. Heute mit dem Thema Branding, beziehungsweise möchte ich im Speziellen auf das Thema Employer Branding eingehen. Heute in diesem kurzen Video würde ich Ihnen gerne einige Tipps mitgeben, warum Branding und Employer Branding immer wichtiger werden, auch in 2022. Wie Sie die Chancen des Employer Brandings für Ihr Unternehmen noch besser nutzen können und welche konkreten Maßnahmen besonders hilfreich sind, um Ihre Präsenz oder Ihr Employer Branding nach außen einfach noch besser darzustellen. Employer Branding. Warum ist Employer Branding heute so wichtig? Ich glaube, wir kennen es alle. Wirklich jedes Unternehmen sucht aktuell Personal. In jeder Branche und auf jedem Level. Das hat einfach dazu geführt, der Wettbewerb ist drastisch gestiegen, teilweise liegen genug Aufträge vor, aber sie können nicht abgearbeitet werden. Sie glauben nicht, wie viele Anfragen wir haben, auch in der letzten Zeit. Können Sie uns nicht unterstützen? Wir brauchen wirklich noch gute Leute. Was können wir denn noch machen? Wir haben schon exzellente Headhunter, die für uns suchen. Wir haben Anzeigen geschaltet, aber momentan wir wissen nicht, was wir noch tun können. Ja, da gibt es schon so den ein oder anderen Tipp. Ich setze mich dazu auch mal hin. Und das ist einfach das Branding, die Vorteile des Brandings. Auch ich, Sie sehen mal, habe hier heute mal so ein bisschen Branding, Courage für mich genutzt zu meinem Kaffee. Ja, einige Tipps, was man tun kann als Unternehmen, um sich einfach vom Wettbewerb noch deutlicher abzusetzen. Bevor ich nun auf einige Tipps eingehe, wie Sie das Thema Employer Branding stärker für sich nutzen können, vielleicht eine kurze Definition zum Begriff Branding für diejenigen, die jetzt nicht aus dem Marketing oder der Werbung kommen. Als Branding wird der gezielte, aktive Aufbau einer Marke bezeichnet. Dadurch enthält ein Unternehmen, eine Person oder ein Dienstleister ein Alleinstellungsmerkmal. Und das ist eben ganz wichtig. Und dadurch wiederum assoziieren Kunden, Bewerber und sonstige Stakeholder dieses Unternehmen oder diese Person eben mit besonderen Gefühlen und mit Botschaften. Und gerade die Emotionen führen dazu, dass die Botschaften des Unternehmens auch besser im Gedächtnis bleiben, tatsächlich besser erinnert werden. Jetzt wird der ein oder andere von Ihnen vielleicht sagen, ja, wir sind ITler, wir sind Anwälte, bei uns zählen Fakten, aber gerade, sage ich mal, als Anwalt spielen Emotionen eine entscheidende Rolle, zumindest bei den potenziellen Mandanten, denn ein Mandant hat im Zweifelsfall nicht das Verständnis, um die juristische Tätigkeit zu verstehen, aber er kann sehr genau sagen, ist das eine zuverlässige Person? Wird diese Person, dieser Anwalt als zuverlässig wahrgenommen? Kann ich dieser Person vertrauen? Und das sind letztlich alles emotionale Aspekte, die ganz, ganz entscheidend sind, um sich für einen besonderen Anwalt zu entscheiden. Und letztlich ist es auch für einen Bewerber interessant, ob er dieses Unternehmen gut findet, ob dieses Unternehmen für ihn interessant ist. Und dazu, wann ein Unternehmen interessant ist für einen Bewerber, das hängt immer ganz individuell von verschiedenen Branchen ab. Das hängt auch von dem Level, in der die Person eine Position sucht. Bei Einsteigern kann man sagen, sind gerade ganz besonders die Unternehmen im Silicon Valley interessant. Woran liegt das? Ja, deren Image ist einfach aktuell cool, es ist hip. Die Branche ist spannend, es tut sich viel, ist sehr innovativ. Und die Art, wie Personen dort zusammenarbeiten, ist einfach für viele auch sehr ansprechend. Da sind wir auch schon mal bei einem der ersten Tipps für mich. Das Employer Branding kann nie unabhängig sein von Unternehmensbranding. Das Image des Unternehmens. Alldieweil, wenn Sie jetzt ein Image haben, was aktuell eher klassisch ist, dann macht es wenig Sinn, wenn Sie jetzt Employer Branding mit Ihrer Employer-Marke sich wirklich als cool, hip und dynamisch darstellen. Das führt zu, wie man so schön sagt, kognitiven Dissonanzen. Da sollten Sie dann, wenn das die Richtung ist, in die Sie gehen möchten, tatsächlich auch nochmal an Ihrer Unternehmensmarke arbeiten. Das heißt, Tipp 1 ist tatsächlich beim Markenaufbau, beim Aufbau eines Image einer Employer-Brand-Marke, es ist ganz wichtig, dass diese sich auch an der Unternehmensmarke assoziiert. Denn dann haben Sie auch besondere Stärken. Denn auch die Unternehmensmarke hat natürlich Effekte auf die Employer-Marke und die Employer-Branding-Marke hat dann wiederum auch Effekte auf die Unternehmensmarke. Das hat sowohl
Aspekte in Bezug auf Image, die sie auf Bewerber und Kunden transferieren. So, das heißt, es werden Synergien genutzt. Es ist auch eine Budgetfrage letztlich. Wenn Sie jetzt Ihr Geld in Employer Branding investieren, haben Sie so Abstrahleffekte auf Ihre Unternehmensmarke. Und wenn Sie Ihr Geld momentan mehr in die Unternehmensmarke investieren, haben Sie auch wiederum Abstrahleffekte auf die Employer-Marke. Das heißt, beide beeinflussen sich sehr, sehr stark. Das sollte berücksichtigt werden. Ein zweiter Punkt ist, bei der Entwicklung der Employer-Marke. Fakten spielen natürlich eine wichtige Rolle, wie Gehalt. Momentan werden ja sehr hohe Gehälter gezahlt teilweise, aber das alleine ist auch nicht Maßstab. Ein Unternehmen, das interessant ist, Sie werden es nicht glauben. In der Werbung gab es lange Zeit, ja, es war so, dass Leute bereit waren, umsonst zu arbeiten, weil sie die Branche so spannend fanden, dass sie bereit waren, erstmal dort zu lernen und später erst Geld zu bekommen. Nicht, dass ich das nun gut finde, aber einfach um zu wissen, dass nicht alleine die rationalen Aspekte wichtig sind, sondern genauso wichtig sind die emotionalen Aspekte und dabei auch nicht nur die Aspekte, die man häufig gerade in Anzeigen liest, in denen steht, ja, sie haben mehr Zeit für sich, sie haben eine Möglichkeit, sich eine Auszeit zu nehmen, alles wichtig. Und Familie unter einen Hut zu bekommen, alles wichtig, alles Aspekte, die aber fast schon als selbstverständlich angesehen werden. Heute ganz wichtig, gerade auch aus emotionaler Sicht, ist ein Unternehmenswert, der auch im Employer Branding kommuniziert werden sollte. Der Purpose wird häufig gesagt. Das heißt, hat Ihr Unternehmen einen höher gestellten emotionalen Wert, der eine besondere Rolle spielen könnte. Zum Beispiel, ist Ihr Unternehmen umwelttechnisch aktiv? Haben Sie ein Produkt, das einen positiven Effekt auf die Umwelt hat? Oder engagieren Sie sich in bestimmten Bereichen? Oder ist Ihr Unternehmen in einem Diversity-Aspekt besonders aktiv? Also Purpose. Man sollte bei dieser Employer Brand einen Purpose definieren, der mit dem Unternehmenspurpose durchaus synchron ist. Ganz wichtiger Aspekt. Und dieser Purpose, wenn wir nun auf die Umsetzung kommen, denn ich möchte dieses Video heute auch nicht zu lange machen für Sie. Entschuldigung, der Aspekt Marke ist unglaublich wichtig, aber der Aspekt Marke gehört auch zu den Kernkompetenzen im Marketing. Es ist ein umfangreicher Aspekt und das ist auch ein Prozess, eine erfolgreiche Marke aufzubauen, der dem Unternehmen sehr hohen Mehrwert geben kann, finanziell und auch in anderer Hinsicht, wie wir gerade sehen, Employer Branding, aber der nun auch nicht von heute auf morgen geschaffen werden kann, an dem man gemeinsam arbeiten muss. Wir haben dazu übrigens einige Prozesse entwickelt, indem man das auch Step für Step zügig erarbeiten kann, gemeinsam mit Ihnen. Nicht, dass Sie nun Angst haben, wir brauchen dazu Jahre. Man kann es durchaus in einigen Tagen gemeinsam Workshops machen, aber es ist ein konzentriertes Arbeiten erforderlich. Und mit meinem Team, die einfach sehr erfahren sind in diesem Bereich, ist das also auch machbar in einem überschaubaren Zeitrahmen. Aber zurück zur Umsetzung. Was können Sie tun, um Employer Branding besser gesehen zu werden? Viele haben natürlich schon Headhunter, alles auch richtig, schalten Anzeigen, grundsätzlich auch nicht verkehrt, immer eine Frage, wie diese Anzeigen tatsächlich entwickelt sind, was drin steht. Aber ganz wichtig ist Social Media. Und bei Social Media ist LinkedIn nun mal wirklich einer der ganz wichtigen Kanäle. Und Sie haben die Möglichkeit, kostengünstig über LinkedIn wirklich den Purpose Ihres Unternehmens zu kommunizieren, konkrete Stellenanfragen zu kommunizieren. Und nicht nur eine Person sollte das machen, sondern der Riesenvorteil dieser Plattform ist einfach, dass ganz unterschiedliche Personen alle etwas zu diesem Aspekt Employer Branding sagen können, was sie suchen, wen sie suchen. Und dadurch vermitteln sie auch gleich einen Eindruck, der für Bewerber besonders interessant sein könnte. Man bekommt mit, wie sie in ihrem Unternehmen arbeiten, intern, wie man miteinander umgeht. Dazu können Sie zum Beispiel auf LinkedIn auch Beiträge posten, Sie können Veranstaltungen posten, Sie können auch Videos machen, Videos, in denen man sieht beispielsweise, wie Mitarbeiter miteinander umgehen. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ich gebe ungern wirklich pauschale Lösungen, weil es ist einfach eine Frage, wen Sie suchen. Suchen Sie eine Führungskraft, würde ich immer andere Maßnahmen empfehlen,
die erfolgreich sein können, als wenn Sie Einsteiger suchen. Für alle gibt es aber wirklich relevante, interessante Maßnahmen auf Social Media, wichtigster Kanal LinkedIn, aber auch auf Instagram, auch hier wieder abhängig von der Branche, die Sie nutzen können und die Sie einsetzen sollten, die alle kein Vermögen kosten, die aber stringent, und das ist das Wichtigste, der Employer Branding, der Employer-Marke und der Gesamtmarke folgen sollten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Eindruck vermitteln, was ein Employer Brand ist, worauf es bei einem Employer Brand ankommt und welche Maßnahmen wichtig sind. Ich weiß, es kann nur ein kleiner Eindruck sein, deswegen, wenn Sie Fragen haben, jederzeit gerne. Schicken Sie uns eine Mail, rufen Sie uns an. Wir geben Ihnen auch gerne unverbindlichen ersten Eindruck dessen, was wir für Sie tun können. Wir können gemeinsam eine Zoom-Konferenz machen oder ein persönliches Gespräch. Also auf jeden Fall, ich freue mich von Ihnen zu hören. Ganz herzlichen Dank.